Auf was für ein Material wurde denn kopiert? Also immer Orwo. Es gab, das Orwo-Material wurde ja auch für die bundesdeutschen Exportkopien natürlich genutzt, die es auch gab. Aber es blieb Orwo. Es war natürlich am Anfang Aqua, vor der Warnzeichenumstellung, logisch, aber die 50er Jahre, da steht dann auch Aqua drauf. Und natürlich auch ich weiß nicht, welche Technologiestufe es war dann noch Aquacolor, wirkliches Aquacolor. Die frühen Farbfilme, die sehen auch gut aus. Die 8 mm normal, 8 mm Aquacolor Farbkopie, ne, das ist schon relativ stabil, auch immer noch. Und genau, also blieb Orwo. Und es ist immer Acetat geblieben. Ich glaube, das ist ja auch nochmal so ein Detail. Also diese Polyesterfilmumstellung, die es gab, glaube ich, in der Bundesrepublik, die hat die DDR nicht gemacht. Die gab es nicht. Sie haben ja gerade gesagt, dass Orwo auch für Westdeutschland Filme produziert hat. War das jetzt so, dass die das Material da geliefert haben oder haben die auch direkt vor Ort kopiert und dann den fertigen Film nach Westdeutschland gebracht? Also Rudolf Kampmann hat mir das in Umrissen beschrieben, sage ich mal so, dass sie Exportaufträge von ich glaube, Revue. Also ich glaube mich zu erinnern, dass es Revue war. Und das könnte man bei Kopien auch nochmal verifizieren, dass es natürlich, sie haben auch in der Technologie im ZKW, Zentrales Kopierwerk hier in Berlin-Schöneweide, keine Magnetontechnologie gehabt. Haben sie nicht. Sie haben deshalb für den bundesdeutschen Markt auch nur Schwarz-Weiß, Farbe stumm, Schwarz-Weiß stumm. Ich glaube, sie haben auch nur Schwarz-Weiß stumm gemacht. Also ich glaube ja, vielleicht war die Farbqualität zu gering. Er sagte, dass es Revue, glaube ich, war und das war also eine relativ günstige Marke, sage ich mal, ne? Und die sind, glaube ich, nicht verpackt worden. Also ich glaube, sie haben keine Verpackung dazu produziert. Nee, wahrscheinlich nicht, das glaube ich nicht. Aber die haben sie schon kopiert. Die haben sie schon kopiert. Okay. Als Devisenauftrag. Das ist klar. Jeder Betrieb in der DDR wollte Devisenbetrieb werden und wollte natürlich Valuta einnehmen. Das war das große Ziel. Ne? Und das ZKW hat sonst kaum, ja, sie haben auch sicherlich Kinofilme kopiert für bundesdeutsche und Westberliner Verleiher, haben sie auch gemacht, aber das war jetzt so eine kleine Sparte da, so der Zeitzeugenbericht. Weil es ist nicht verifiziert, also ich habe das damals mitgeschnitten, es ist einfach, das ist eine Forschungsstrecke mal nochmal. Also die Unterlagen, ich glaube schon, dass in der DEFA-Überlieferung im Bundesarchiv etwas dazu da ist. Das zentrale Kopierwerk hat eine Aktenüberlieferung. Es gibt ein paar Namen auch. Ich habe ja vorhin noch mal so erinnert, Manfred Porsche, um den Namen mal zu nennen, Schnittmeister, verdienter Schnittmeister der DEFA Doc, hat also für diese Heimfilmfassung gearbeitet. Er hat also Schnittkopien hergestellt. Ne? Später wurde er umgestellt auf Schnittkopien herstellen. Das heißt, jeder Film wurde bearbeitet. Das war sehr aufwendig. Herr Kampmann hat es so beschrieben, dass eben tatsächlich mit sehr viel Mühe ein historischer Spielfilm, ja, wie der Reigen von Asta Nielsen, ja, also das ist ein großer Film und der ist sehr lang, auf 120 Meter gebracht wurde. Ja. Und die Fassungen sind gut. Die haben den Studenten von Prag auf 11 Minuten rausgebracht. Also das sind Sachen, die müssen erstmal auch dramaturgisch bewältigt werden und Manfred Porsche, glaube ich, hat es relativ gut hingekriegt. Also der Student von Prag in 11 Minuten zählt zu meinen Lieblingskopien. Also den gibt es auch nur auf Normal 8, der ist interessanterweise nicht auf Super 8 erschienen, aber ist eine tolle Zusammenstellung, ist ein toller Zusammenschnitt. Ja. Genau, das finde ich spannend. Ne? Das ist ja genau mein Thema. Ja. Ne? Diese Reduktion auf so eine Essenz. Und wenn das gut funktioniert, dann ist das einfach eine Medienspezifika, die es eben nur hier gab. Ne? Also beim Heimkinofilm, beim analogen Heimkinofilm aus Kostengründen. Ja. Es gibt auch ich sag noch mal ein wirklich nicht gutes Beispiel, das ist Berlin Sinfonie der Großstadt. Die Sinfonie der Großstadt.
Dieser Walter Ruttmann-Film ist ja weltberühmt, weil er diesen Rhythmus der Großstadt umsetzt. Und sie haben es im DEFA-Heimfilm tatsächlich geschafft, daraus ein ganz betuliches Stadtporträt zu machen. Weil sie offensichtlich dieses avantgardistische Moment auch den Leuten nicht zugetraut haben, dass das konsumierbar ist in der Kürze. Diese Schnittfassung ist wirklich richtig schlecht, aber ich glaube, es ist eine Konzeptfrage. Sie wollten das nicht, was Ruttmann angeboten hat, ja, in der Kopie, und haben daraus 10 Minuten gemacht, die was ganz anderes sind. Na, das gibt's auch. Ja, aber ist ja nicht minder interessant zu untersuchen, ja, das mal so richtig konzeptionell zu hinterfragen, was dahinter steckte. Ja. In der DDR herrschte ja Mangelwirtschaft. Hat sich das dann auf die Filmproduktion auch in irgendeiner Form ausgewirkt? Ich kann mir vorstellen, das war bei den Modelleisenbahnen, dass es die bestimmte Titel immer nicht gab. Andere waren Ladenhüter und da sie aber recht teuer waren, also ich habe 1990 in den Läden immer noch welche gesehen und habe auch ein paar gekauft, die waren dann reduziert. Die wurden dann fast einem hinterhergeworfen, diese Kopien, die letzten, ne, diese Tausender-Nummer, die Farbkopien Hase und Wolf und so weiter, lagen da immer noch in den Geschäften 1990 und ich habe dann ein paar Mal gekauft, da kostete das noch immer 2 D-Mark oder so, da habe ich dann ein paar gekauft. Ich glaube, dass dieser Mangel, der in der Konsumgüterindustrie generell vorhanden war, im Heimfilm nicht so richtig spürbar wurde, weil es doch ein bisschen exklusiver war. Also wer hat sich das gekauft? Ja? Ich glaube, es war schwieriger beim ganzen Thema Rohfilm. Also gute Rohfilmsorten zu kriegen, 8mm, dann auch dieser ganze Entwicklungs- und Kopierservice. Da hat es mächtig gehapert, da gibt es auch entsprechende Leserbriefe, es ist recherchierbar, dass sowas auch immer mal publiziert wurde, dass erstens Schlamperei, verdorbene Kopien, eingezogene Kopien, die Stadtsicherheit hat überwacht diese Filmproduktion, die private, und da wurden Ersatzlieferungen gemacht, die qualitativ schlecht waren oder sehr mangelhafte Qualität des Rohfilms. Ja. Das habe ich von den Heimfilmkopien nicht gehört, also dass sich jemand beschwert hat, dass auch die Qualität so schlecht ist. Ne? Das schlug sich nicht so stark nieder, ne? bei diesen Sachen, was so ein bisschen exklusiver war, würde ich sagen. Ja. Mhm. Wenn ich mir so den Angebotskatalog anschaue, dann bekomme ich bei der Titelauswahl den Eindruck, dass da durchaus ein Bildungsauftrag dahinter steckt. Also, weil es gab ja vergleichsweise viele Dokumentationen, aber wenig flache Unterhaltung, was ja total im Gegensatz steht zu der kommerziellen Auswertung von Heimkinofilmen in Westdeutschland. Ich habe bisher keine Konzeptdokumente gesehen. Also es gibt meistens für solche Abteilungen innerbetrieblich Konzeptionen. Natürlich auch für das gibt es Konzeptionen. Rudolf Kampmann hat sicherlich in seinem Leben mehrere geschrieben für diese Abteilung. Damals hat er mir nichts gegeben. Er hat mir kein Schriftgut gegeben. Er hatte nur ein paar Versuchskopien aufgehoben. Die habe ich auch in der Sammlung. Also Sachen, die sie versucht haben. Ich glaube, ein DEFA-Stacheltier ist da nicht rausgekommen, weil es verboten wurde. Also es gibt einige Verbotsfilme auch im Heimfilm, ist klar. Es wurden Sachen auch zurückgezogen. Manne Krug natürlich musste aus dem Handel, logisch. Es gibt mehrere Filme mit Manne Krug im Heimkino, Stacheltiere, die mussten raus nach der Ausreise und so weiter. Aber die Frage der Konzeption sieht man natürlich an den Katalogen. Ja, also das ist klar, das ist aber nicht anders als zum Beispiel beim Ozafan-Heimkino der 30er, wo auch ganz oben der Bildungsauftrag stand erstmal. Sehr viel Kulturfilm, 20er Jahre Nachnutzung, also billig aufgekaufte Kopien, erloschene Firmen, irgendwo taucht was auf, wurde aufgekauft, wurde recycelt, Schnittfassung, schöne Lagunenstadt Venedig, wunderbar. Kulturfilm. So ein bisschen, und dann später wurde umgeschwenkt sehr stark auf Trickfilm für Kinder. Also das ist ähnlich im DDR-Heimfilm, finde ich schon.
die ersten 100 Titel, also das merkt man ja schon an dieser Wochenschau-Ausschnitte, damit geht es ja schon mal los. Also das ist sehr viel Politik, sehr viel natürlich aktuelle Politik im Sinne der DDR. Ich hatte Ihnen ja vorhin gezeigt, den Text, das Textblatt zum zweiten Halbjahr 61, also Mauerbau, wie das interpretiert wird auf dem Begleitblatt, was die vorlesen sollten, wenn sie sich das gezeigt haben. Also das ist ganz stark politisiert. Also da gab es schon Propaganda. Ja. Auch das da. Naja, das war der Text. Der Text wurde vorgegeben, also der Text insofern wurde mitgeliefert als Idee. Bei den Trickfilmen wurde der Text auch mitgeliefert, da wurde dann das Märchen erzählt, ne, was man den Kindern vorlesen sollte. Aber hier ist es ganz klar, die Sujets wurden beschrieben und natürlich entsprechend interpretiert im Sinne der SED-Linie. Und sie haben dann eben auch eigentlich Dokumentarfilm, Tierfilm, Kinderfilm viel gemacht, Realkinderfilm, Märchenfilm, am Anfang auch immer schon Städtefilme, also sie hatten auch immer schon Städtefilme dabei und die humoristischen Films und wie es hieß, also waren da, das waren eben die DEFA-Stacheltiere, die waren sehr populär, sie haben also schon relativ früh, glaube ich in den 50er Jahren das populäre Kino auch genutzt. Die DEFA-Stacheltiere waren im Vorprogramm der Kinos zu sehen, man hat Manfred Krug gesehen, man hat Kabarettisten der Distel gesehen, ja, die damals ganz frisch waren und das waren Stars, also kleine Stars in den Stacheltieren, Schiemann, große Kabarettisten und die wollte man dann auf 8 mm, normal 8, ne, hat man die vertrieben, schon in den 50er Jahren, dann noch in den frühen 60ern, also so Mitte 60er hört es auf, wurde das Stacheltier eingestellt. Manne Krug, Wettlauf zwischen Hase und Igel mit Angelika Domröse ist ein Klassiker gewesen, also das muss man sagen, es war ganz populäres Kino. Und wurde übernommen in den Heimfilm. Ja, also der Bildungsauftrag, der war schon nicht mehr so ganz so stark spürbar. Also eigentlich schon in den 60er Jahren weg, würde ich sagen. Und was war dann, würden Sie sagen, so mit der am meisten verkaufte Film, Heimkinofilm? Das hat mir Rudolf Kampmann klar gesagt. Das war Ballett Afrikaner, das ist also Erotik. Ja. Das ist insofern Erotik, es ist eigentlich nur eine Aufzeichnung, ich glaube, eines Staatsballett aus Ghana und es gab dann noch einen zweiten Film, der hieß Ballett Senegal, das war das Staatsballett von Senegal, die kam in den alten Friedrichstadtpalast hier in Ostberlin, der ja dann abgerissen wurde und das Fernsehen hat es mitgeschnitten und auch das DEFA Heimkino hat auf Fernsehproduktionen zurückgreifen können bisweilen, das ist ja oft Fernsehproduktion. Und sie haben dann diese, sagen wir mal, es sind keine richtigen Nackttänze, sondern also Brüste sind frei, es wird afrikanischer Volkstanz geboten. Auf der Bühne des Friedrichstadtpalasts. Und dieser Titel, das hat mir Rudolf Kampmann erzählt, ist also erst auf Normal 8, dann auf Super 8 rausgekommen und sie haben alle verfügbaren DUB-Negative zerschrotet, also in dem Kopierwerk, weil sie so viel Absatz hatten. Also ich weiß, er hat keine Zahlen genannt, also ich denke, es waren über 10.000, vielleicht, ja, doch deutlich über 10.000 Kopien. Das ist eine hohe Zahl. Und dann haben sie den Nachfolger aber Ballett Senegal aufgelegt, der ist dann auch nochmal stark verkauft worden, weil sie einfach kein Material mehr hatten von Ballett Afrikaner, ne, um die zu verkaufen. Das waren auch Farbfilme, farbig stumm, ne, und das waren die Hits und die Ladenhüter waren eindeutig eben so Landschafts- und Tieraufnahmen, ne, die wollte endlich keiner haben. Stichling Dreizack ist zum Beispiel so ein Film, glaube ich, den gab es so ein Film über Fische. Ja, das ist sowas, was keiner so richtig, das war Bildungsauftrag schon noch sehr. Es gab ein paar Filme über die heimische Fauna und Flora, auch von UKT Schulz teilweise, Altmeister der Ufer, aber die wurden nicht verkauft groß. Die sollten für Kinder sein, ja, die sollten die Natur lieben und schätzen lernen und irgendwie auch Wissen ziehen, also als Wissensträger, Film als Wissensträger, und das ging, glaube ich, nicht auf. Ja.